Wenn dir jemand sagt, ich verstehe nur Bahnhof, steht dir nicht am Gleis, versprochen. Heute zeigen wir dir die witzigsten deutschen Redewendungen, die Muttersprachler wirklich sagen, damit du im Café, im Büro oder bei Freunden sofort mitlachst. Und ja, das Ganze ist auf B1-Niveau, also gut machbar. Genau, und du lernst nicht nur die Bedeutung, sondern auch, wann sie passen und wann lieber nicht. Das ist super praktisch für Smalltalk, Meetings und, na ja, diese komischen Momente, in denen alle lachen, außer dir. Hey zusammen, schön, dass ihr da seid. Und wer üben will, die komplette Lektion steht bei Vocabli. Also, springen wir direkt rein, bevor ich hier noch länger rumlabere. Fangen wir mit einem Klassiker an. Ich verstehe nur Bahnhof, das heißt einfach, ich checke gar nichts. Du kannst das sagen, wenn jemand zu schnell spricht oder wenn ein Thema viel zu technisch ist. Ich höre das oft in Meetings. Jemand erklärt irgendwas mit Tabellen und KPIs und dann sag ich so halb lachend: Sorry, ich verstehe grad nur Bahnhof. Das lockert die Stimmung, aber zeigt auch, bitte einfacher erklären. Zweite superlustige Sache, das ist mir Wurst, heißt, mir ist das egal. Aber, Vorsicht, das ist locker. Bei der Chefin würde ich eher sagen, das ist mir egal oder beides ist für mich okay. Ja, und dann, da steppt der Bär. Das sagen Leute, wenn eine Party richtig gut ist. Also, wenn du abends hörst, komm mit, da steppt der Bär, dann weißt du, da ist was los. Okay, machen wir direkt ein kleines Rollenspiel, ja? Stell dir vor, wir sind auf einer Hausparty. Ich fang mal an. Alles klar, ich bin der Freund, der zu spät kommt. Hey Tim, na endlich. Also hier drinnen steppt echt der Bär. Du hast schon die halbe Show verpasst. Oh Mann, und ich steh draußen und versteh nur Bahnhof, wo der Eingang ist. Gibt's noch was zu essen oder ist der Salat schon weg? Ich mein, haben wir den Salat? Haha, jetzt haben wir den Salat, passt, wenn was schief geht. Aber hier ist nix schief, außer dass du Tomaten auf den Augen hattest. Der Eingang ist da vorne. Touché. Und ja, Tomaten auf den Augen haben heißt, dass man etwas Offensichtliches nicht sieht. Gute Party, ich seh's jetzt auch. So, das waren schon 4 Redewendungen in einem Gespräch. Merk dir die Kombi, Party, da steppt der Bär, Chaos, jetzt haben wir den Salat, nicht sehen, Tomaten auf den Augen, nichts verstehen, nur Bahnhof. Kurzer Tipp aus dem echten Leben. Mach dir kleine Paare. Zum Beispiel Bahnhof für nicht verstehen und Käse. Also, das ist Käse für Unsinn. So merkst du dir's leichter. Stimmt. Und Achtung beim Ton. Das ist mir Wurst ist locker und kann frech klingen. In formellen Situationen lieber weicher formulieren, sonst gehst du Leuten schnell auf den Keks, also du nervst sie. Auf den Keks gehen ist super bildlich, oder? Ich stell mir immer vor, wie jemand wirklich auf meinem Keks rumtrampelt. Gleiches Bild, andere Uhr. Du gehst mir auf den Zeiger, auch Nerven, nur mit Uhrzeiger. Noch ein nützliches Duo, ich hab Bock und ich hab keinen Bock. Heißt so viel wie, ich hab Lust, beziehungsweise keine Lust. Aber bitte nicht zu einem Professor sagen, ja? Lieber im Freundeskreis. Ganz genau. Ich kenn da übrigens eine kleine Story, leider echt passiert. Ein Lernender hat in München zum Kellner gesagt, ich hab keinen Bock auf die Suppe, und der Kellner hat nur die Augen gerollt. Das war halt zu direkt und ein bisschen unhöflich in dem Moment. Ja, das trifft's. Humorvolle Redewendungen sind toll, aber achte auf Höflichkeit und Kontext. Du kannst zum Beispiel sagen, eigentlich hab ich eher Lust auf die Pasta, klingt netter. Lass uns noch 2 positive Ausdrücke nehmen. Ich drücke dir die Daumen. Heißt,
viel Glück. Und Schwein haben, das bedeutet Glück haben. Total süß eigentlich, wer will kein Schwein haben? Und wenn's richtig schief geht, dann ins Fettnäpfchen treten. Das ist, wenn du etwas Peinliches sagst oder machst. Ich hab mal direkt aus dem Englischen übersetzt und das war, na ja, ein großes Fettnäpfchen, alle haben gelacht, aber ich war knallrot. Kenn ich. Deswegen, nicht zu wörtlich übersetzen. Deutsche Redewendungen klingen manchmal albern, aber sie sind eben fest. Das ist nicht das Gelbe vom Ei, heißt nicht, dass jemand Eier sortiert, sondern einfach nicht perfekt. Mini-Quiz, mal testen. Was heißt ich verstehe nur Bahnhof, nochmal? Genau, ich verstehe gar nichts, bitte langsamer. Und da steppt der Bär. Richtig, da ist viel los, es macht Spaß. Top. Machen wir weiter mit so Sachen, die gern schiefgehen. Viele denken, Dialektausdrücke machen sie super sympathisch. Aber wenn du zum Beispiel in Hamburg Servus sagst oder in München Moin Moin, wirkt das schnell künstlich. Bleib lieber bei Hochdeutsch und ein paar sicheren Redewendungen. Ja, absolut. Hör dir Dialekte ruhig an und freu dich drüber, aber benutze nur, was du wirklich verstehst. Sonst verwirrst du Leute oder landest im falschen Ton. Redewendungen wie 5 Minuten vor 12, also, es ist sehr spät, sind überall verständlich. Und noch was? Manche Filmübersetzungen klingen extra verrückt, so richtig überdreht. Kopier das besser nicht. Nimm lieber echte Alltagsausdrücke wie mach mal halblang. Das heißt, reg dich nicht so auf, entspann dich ein bisschen. Oder lass die Kirche im Dorf. Damit sagst du freundlich, übertreib's nicht. Das ist schön direkt, aber nicht aggressiv. Ich mag auch fix und fertig. Nach einem langen Arbeitstag sag ich oft, ich bin fix und fertig, also total müde. Und wenn ich heiser bin, sag ich hab einen Frosch im Hals. Haha, ja, super Bilder. Noch eins fürs Glückwünschen, Hals- und Beinbruch, das ist wie viel Erfolg, nur ironischer. Sag das vor einer Prüfung oder einem Auftritt, aber lächle dabei, sonst klingt's komisch. Wollen wir noch ein kurzes Rollenspiel machen, diesmal im Büro? Ich bin der Kollege, der zu spät zur Präsentation kommt. Okay, ich bin die Kollegin, die schon wartet. Los geht's. Julia, sorry, die Bahn hatte Verspätung und, jetzt ist es 5 Minuten vor 12. Ich bin fix und fertig, aber ich geb mein Bestes. Kein Stress, ich drücke dir die Daumen. Und lass die Kirche im Dorf, wir schaffen das schon. Wenn was fehlt, springen wir einfach ein. Danke dir. Und falls ich jetzt ins Fettnäpfchen trete, sag's mir sofort. Ich will heute echt keinen Salat anrichten. Du weißt, was ich meine. Alles gut. Wenn's holpert, machen wir halblang und erklären's nochmal. Hauptsache, wir gehen keinem auf den Keks. So, das war ein Haufen Redewendungen im Bürokontext. Merkt euch, 5 Minuten vor 12 für spät, fix und fertig für müde, Hals- und Beinbruch für Glückwünschen und ins Fettnäpfchen treten für peinliche Fehler. Und bitte, bitte, nicht alles in allen Situationen. Kein Bock, und das ist mir Wurst, klingen locker und können unhöflich sein. Mit Freunden ja, mit der Chefin eher nein. Kurzer Reality-Check. Viele Lernende erzählen, dass sie einmal etwas Direktes gesagt haben und dann kam so ein genervter Blick. Passiert. Bleib freundlich, atme einmal durch und reformuliere, ich würde lieber X machen statt kein Bock auf Y. Super Tipp. Und hör aktiv zu, wie Leute sprechen. Wenn jemand sagt, na ja, das ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es geht, dann hast du Ton und Bedeutung in einem.
So lernst du am schnellsten. Noch 2 humorvolle Dinger zum Abschluss. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ironisch. Heißt, es passt gar nicht. Und jetzt ist Zappenduster. Heißt, komplett dunkel oder man weiß gar nichts mehr. Ich werf noch kein Schwein war da rein, bedeutet, niemand war da. Und es ist mir Latte, ist auch mir egal, aber echt umgangssprachlich, in der Arbeit lieber nicht benutzen. Kurze Wiederholung für alle, die nebenbei kochen. Bahnhof nicht verstehen. Wurst Latte egal, Bär Party, Salat Problem, Tomaten nicht sehen, Keks Zeiger nerven, Bock Lust, Fettnäpfchen peinlicher Fehler, Daumen drücken Glück wünschen, Hals- und Beinbruch, Erfolg wünschen, fix und fertig, sehr müde. Und denk an die Register, freundlich, locker, formell, das ändert viel. Wenn du unsicher bist, nimm die höfliche Variante. Humor geht, aber bleib respektvoll. Kurzer Tipp fürs Merken. Schreib dir Mini-Dialoge wie unsere Rollspiele und sprich sie laut nach. Dann klingen die Redewendungen nicht gelernt, sondern natürlich. Und hör dir verschiedene Regionen an, aber bleib erstmal bei Hochdeutsch. Dialekte sind spannend, klar, nur bitte nicht kopieren, bevor du sie wirklich verstehst. Jetzt zu euch. Welche witzige deutsche Redewendung hast du schon mal gehört und in welcher Situation? Erzähl uns die Story, am besten mit dem Satz davor und danach, damit man den Ton versteht. Wie versprochen noch unser kleiner Freundschaftstipp, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis bei Vocably, Link in der Beschreibung. Schau da mal rein, dann kannst du das heute Gehörte sofort festigen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.